In diesem Video werde ich dir 10 Gründe präsentieren, warum Texas und vor allen Dingen Austin in Texas der beste Ort ist, wenn du als Unternehmer, Freiberufler und Investor überlegst, in die USA auszuwandern. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn auch du konkret darüber nachdenkst, irgendwann einmal in die USA auszuwandern, vielleicht nicht jetzt sofort, aber in ein paar Jahren, dann lade ich dich herzlich ein, zu mir nach Austin, Texas zu kommen. Ich veranstalte regelmäßig Reisen für Mandanten nach Austin. Da zeige ich dir Austin eine Woche lang. Es gibt ein intensives Seminarprogramm, 2 Tage, wo wir uns mit Fragen wie Steuern, Banking, Recht, Immobilien etc. befassen. Visa natürlich auch. Alles, was du für deine Auswanderung in die USA bedenken musst. Auch natürlich die steuerlichen Konsequenzen in Deutschland, sei es die Wegzugsteuer, Entstrickungsbesteuerung, was sagt das Doppelsteuerungsabkommen aus, was musst du beachten, wenn du noch Vermögen in Deutschland hast. Und dann tun wir all das, was in Austin natürlich Spaß macht. Ich zeige dir Fredericksburg, es gibt Barbecue, Live-Musik, wir gehen zu einem Schießstand, ich zeige dir Immobilien in Austin. Wir schauen uns eine Kleinstadt außerhalb von Austin an und treffen dort die Repräsentanten der Gemeinde, wie zum Beispiel den Bürgermeister, die uns dann ihre Gemeinde zeigen. Wir machen einen Tagesausflug nach Fredericksburg im Hill Country, eine Stadt, die von Deutschen in der Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet wurde. Also eine vollgepackte Woche. Demnächst geht es wieder los. Termine auf unserer Webseite. Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos. Und das Allerbeste ist, alle Teilnehmer bekommen von uns eine Firmengründung in Texas geschenkt, damit du deinen Start als Unternehmer in Texas machen kannst. Firmengründung, Betreuung für 1 Jahr inklusive. Das allein hat einen Wert von $3.500. Also wenn auch du über eine Auswanderung in die USA und spezifisch nach Texas nachdenkst, dann ist das für dich die Gelegenheit, einmal Texas hautnah zu erleben. Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Details in der Beschreibung dieses Videos. Zugegeben, wenn man sich so die Presse anschaut, dann denkt man vielleicht, dass es nicht sehr viele Gründe gibt, momentan in die USA auszuwandern. Und tatsächlich hat die Zahl der Einwanderer aus Deutschland in die USA abgenommen. Ich muss darüber immer lachen, denn vielfach wird ja ein verzerrtes Bild über die USA gerade in den deutschen Medien wiedergegeben. Aber dass der Einwandererstrom tatsächlich abgenommen hat, das hilft dir besonders, weil momentan ist die Bearbeitungszeit für amerikanische Visa eigentlich ziemlich gut. Wir beantragen ja für viele Mandanten E2-Visa. Da reden wir momentan von Bearbeitungszeiten beim amerikanischen Konsulat in Frankfurt zum Beispiel von nur 3 Monaten. In der Vergangenheit waren das auch schon 6 Monate. Oder wir haben Mandanten, die haben eine EB5 Green Card beantragt und haben diese in einer Rekordzeit bekommen. Dort sprach man üblicherweise von 10, 12 Monaten. Aber jetzt vor kurzem hat ein Mandant sie innerhalb von 4 Monaten bekommen. Also das sind natürlich schon sehr ermutigende, sehr positive Zeichen. Und wenn man vielfach denkt, so aus den Medien, naja, man ist ja dann nicht mehr erwünscht, sage ich mal, als ausländischer Unternehmer, Investor, dann kann man nur sagen, das ist totaler Quatsch. Die USA sind offen, die USA sind interessiert, und wenn du jemand bist, der dort ein Unternehmen aufbauen möchte, dann ist jetzt möglicherweise der beste Zeitpunkt. Aber in diesem Video möchte ich dir 10 Gründe präsentieren, warum Texas und spezifisch Austin eigentlich der beste Standort in den USA sind. Du weißt es vielleicht, ich bin 2008 in die USA ausgewandert. Austin ist auch unser Standort, meine Hometown sozusagen in den USA. Unser Office ist dort. Ich kenne also Austin ziemlich gut und daher fällt es mir leicht, dir 10 Gründe zu nennen, warum Texas, warum Austin der beste Standort in den USA sind, wenn auch du dir überlegst, in die USA auszuwandern. Grund Nummer 1: In Texas gibt es keine Einkommensteuer auf bundesstaatlicher Ebene. Du weißt vielleicht, dass in den USA die Besteuerung ähnlich ist wie in der Schweiz. Das heißt, Steuern werden auf mehreren Ebenen erhoben, auf Ebene des Bundes und auf Ebene des Bundesstaates. In Texas gibt es keine Einkommensteuer und auch keine Körperschaftssteuer auf Ebene des Bundesstaates. Damit ist Texas eines der steuerlich attraktivsten Bundesstaaten. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Grund, warum viele Unternehmen und viele wohlhabende Amerikaner, wie zum Beispiel Elon Musk, ihren Standort in den USA wechseln und nach Texas umziehen. Grund Nummer 2 natürlich das herrliche Wetter in Austin. Ein Wetter, das das Leben wirklich leichter macht. 300 Sonnentage, milde Winter, kein monatelanger Grauschleier wie in Mitteleuropa. Das heißt natürlich auch, das Leben spielt sich dort vielfach draußen ab. Sport, Social Life, Cafés, Pools, Natur. All das sind Dinge, für die Austin steht und die sich ganz entscheidend natürlich auf die Lebensqualität dort
auswirken. Psychologisch ein ganz massiver Upgrade-Faktor, hundertprozentig, gerade für Menschen, die aus dem nordeuropäischen Dauerwinter kommen. Grund Nummer 3, Essen, das wirklich kein Kompromiss ist, also zumindest wenn du Fleisch magst, ansonsten vielleicht nicht unbedingt der richtige Ort. Also ganz klar Texas und spezifisch Austin natürlich bekannt für sein Barbecue auf Weltklasse-Niveau. Man denke nur an Brisket, Ribs und Smoked Sausages, Tex-Mex und natürlich auch wirklich mexikanisches Essen, was natürlich jetzt nicht Tex-Mex ist. Hochwertige Steakhäuser, aber natürlich auch überraschend gute internationale Küche. Zum Beispiel hat sich der Michelin-Führer vor 2 Jahren Texas zugewandt und ich habe auch schon Mandanten in Sternrestaurants nach Austin gebracht. Wirklich eine hervorragende Küche. Ich habe vor kurzem mal in einen bekannten Podcast reingehört, da sprach der Host über das Auswandern und er hat gesagt, wenn er in eine deutsche Bäckerei geht im Ausland, dann vermisst er Deutschland so wirklich. Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin vor 25 Jahren aus Deutschland ausgewandert. Ich bin noch nie in den 25 Jahren in eine deutsche Bäckerei im Ausland gegangen und hatte auch nie, kein einziges Mal, die Sehnsucht, in eine solche Bäckerei zu gehen. Bin aus Deutschland weg, nicht weil ich die deutsche Kultur im Ausland suche, sondern weil ich die authentisch ausländische Kultur im Ausland suche. Und das heißt natürlich in Texas, dass du dort zum Beispiel Breakfast Tacos isst, aber natürlich nicht in die deutsche Bäckerei gehst. Und wenn das dein Ansinnen ist und wenn es auch deine Attitude ist, dann wirst du sicherlich in Austin voll auf deine Kosten kommen. Ein super Standort für Food. Grund Nummer 4, der für Texas und spezifisch für Austin spricht: Es sind starke deutsche Wurzeln vorhanden. Texas ist tatsächlich eine echte deutsche Geschichte und das ist nicht nur Folklore. Leider ist aufgrund des Ersten und des Zweiten Weltkrieges das alles etwas unter den Teppich gekehrt worden. Die Deutschen konnten dort traditionell nicht mehr so selbstbewusst auftreten, wie es vielleicht Iren oder Italiener können, die in die USA ausgewandert sind. Aber eben tatsächlich sind sehr viele Deutsche im 19. Jahrhundert nach Texas ausgewandert und das ist überall in Zentral-Texas noch spürbar. Da gibt es Städte wie zum Beispiel Fredericksburg, das habe ich ja gerade eben schon erwähnt, aber auch New Braunfels. Es gibt viele deutsche Familiennamen, viele deutsche Traditionen, Biergärten, Wurstfeste und natürlich auch eine gewisse deutsche Arbeitsethik. Ich glaube, das kann man ganz klar sagen. Für Deutsche scheint mir Texas tatsächlich kulturell weniger fremd, als viele es denken. Wenn du nach Austin kommst, dann werde ich dir dort Scholz Biergarten zeigen. Das ist traditionell der Ort in Austin, wo sich dort auch der deutsche Heimatclub getroffen hat früher. Hat man deutsche Volkslieder gesungen, gemeinsam gekegelt und gemeinsam die deutsche Kultur bewahrt. Grund Nummer 5. Austin ist international, ohne künstlich zu sein. Austin ist eine Stadt, die gebildet ist, international, offen und kreativ, aber eben nicht arrogant, ideologisch verkrampft und moralisch belehrend, wie das ja heute leider vielfach der Fall ist. Man trifft Menschen aus Europa, Lateinamerika, Asien, aber niemand fragt dich beim ersten Kaffee nach deiner politischen Gesinnung. Und egal, wie du jetzt da politisch stehst, ob du jetzt eher konservativ bist oder nicht, du wirst dich dort wohlfühlen. Und diese Dinge spielen auch im Alltag viel weniger eine Rolle, als du jetzt vielleicht meinen könntest, wenn du die deutschen Medienberichte anschaust. Grund Nummer 6. Die Natur ist direkt vor deiner Haustür. Texas und insbesondere natürlich das Texas Hill Country, das bedeutet Weite, Seen, Flüsse, Ranches, Wildnis, ganz ohne Inszenierung. Für Naturliebhaber, für Familien sehr schön. Da gibt es eine große Camping-Tradition in Texas. Natürlich jagen kann man kann die Nationalparks erkunden. Und das natürlich spektakuläre Landschaften, die es dort in Texas gibt. In ganz Texas. Texas ist ja riesengroß, so groß wie die Iberische Halbinsel, also Portugal und Spanien zusammengenommen. Da gibt es wahnsinnig viel zu entdecken. Grund Nummer 7 ist für mich eine Freiheitskultur, die man wirklich im Alltag spürt. Texas ist natürlich nicht perfekt, aber der Grundton, der Grundtenor ist völlig klar. Dein Eigentum wird respektiert. Eigentumsrechte spielen eine sehr große Rolle. Der Staat hält Abstand und mischt sich eigentlich nicht in deine Angelegenheiten ein. Die Verantwortung liegt beim Einzelnen. Und ich habe erlebt, dass für viele Europäer, die ja zunehmend das Gefühl haben, unter Vormundschaft zu leben, wirkt das wirklich befreiend. Texas lässt dich tatsächlich in Ruhe erfolgreich sein. Grund Nummer 8. Familienleben funktioniert in Texas. Texas ist familienfreundlich, ohne es plakatieren zu müssen. Es gibt große Häuser, viel Platz, große Gärten. Auch die staatlichen Schulen haben ein echtes Community-Gefühl. Ich habe vieles in Texas ausprobiert.
zum Beispiel Homeschooling, aber auch Community Schools oder kirchliche Schulen, Privatschulen. Das alles funktioniert in Texas sehr gut. Hier kannst du selbst freie Entscheidungen treffen, was für dich, was für deine Kinder das Beste ist, und wirst hier garantiert Anschluss finden an sehr nette Menschen. Auch das Vereinsleben, Sport, Kirche, Nachbarschaft, das hat einen sehr großen Stellenwert. Also aus meiner Erfahrung Integration, wenn du dich integrieren willst, überhaupt kein Problem. Aber auch wenn du eher abseits leben willst, auf einer Ranch und keine Nachbarn rund um dich herum haben willst, auch das ist natürlich möglich. Also ein wahres Paradies für Kinder, insbesondere wenn deine Kinder natürlich an Outdoor-Aktivitäten interessiert sind, wie zum Beispiel Jagen, Schießen, Bogenschießen, Reiten. Das sind alles natürlich Dinge, die dort ganz hervorragend in Texas und in Austin zu machen sind. Grund Nummer 9, der für Austin als Standort spricht. Austin ist ein zentraler Standort für globales Arbeiten. Austin liegt ja perfekt direkt in der Mitte der USA. Wenn ich in Austin bin, und ich teile ja meine Zeit so ein bisschen auf zwischen Austin und UK, aber wenn ich in Austin bin, dann kümmere ich mich am Vormittags um Europa, am Nachmittag dann um die USA. Lateinamerika ist gut zu erreichen von dort, aber natürlich auch die beiden Küsten, sowohl die Westküste als auch die Ostküste, ist jeweils ungefähr die gleiche Distanz, ungefähr 3 Flugstunden entfernt. Also du hast keinen permanenten Jetlag-Lifestyle, wie es sonst ja oftmals der Fall ist, wenn du in die USA auswanderst. Also keine Zoom-Calls um 3 Uhr morgens kannst du dort erwarten. Ich fand Austin aus der Perspektive immer genial. Grund Nummer 10, und hier geht es um Texas. Texas denkt langfristig. Texas investiert in Energie und übrigens auch in erneuerbare Energien. Macht ja dort auch Sinn bei dem gigantischen Vorkommen an Sonne und an Wind. Aber wie gesagt, das sind keine subventionierten Investitionen. Das findet alles nach marktwirtschaftlichen Kriterien statt. Günstige Energie, das ist in Texas tatsächlich möglich, gerade wenn man in energieintensiven Branchen arbeitet. Wir haben zum Beispiel Mandanten, die auf einer der letzten Reisen mit mir in Austin waren, die dort ein großes Rechenzentrum errichten wollten. Das ist in Texas tatsächlich möglich, wenn du dort investieren willst. Texas verhält sich als Bundesstaat wie ein strategischer Akteur, nicht wie eine abhängige Provinz, wie wir das ja leider oftmals in anderen Ländern sehen. Und gerade wenn du an die Zukunft denkst, dann ist das natürlich entscheidend. Du willst ja nicht nur heute gut leben, sondern auch morgen. Also, ich hoffe, ich konnte dir Texas, ich konnte dir Austin mit meiner Liste schmackhaft machen. Tatsächlich gibt es natürlich noch viele andere gute Gründe, die für Texas und Austin sprechen. Ich würde mich freuen, dich in Austin begrüßen zu dürfen. Links, wie gesagt, in der Beschreibung dieses Videos. Ich verspreche dir, dass du begeistert sein wirst. Etliche der Mandanten, die mit uns auf diese Reisen gegangen sind dann tatsächlich auch dorthin umgezogen. Vielfach muss man einfach wirklich ignorieren, was man in den Medien hört, und muss sich vor Ort selbst davon vergewissern, wie das ganze Leben tatsächlich dort ist. Und ich kann dir versprechen, dass du mit sehr positiven Eindrücken nach Hause kehren wirst. Ansonsten natürlich auch gerne ein Beratungsgespräch buchen. Wie gesagt, ich bin 2008 in die USA ausgewandert. Wir helfen seitdem deutschsprachigen Mandanten, die sich dort niederlassen wollen, die dort Firmen gründen wollen, die dort wirtschaftliche Interessen haben. Egal, ob es um die Gründung einer LLC geht, Einreichung einer Steuererklärung oder eben auch die Beantragung eines amerikanischen Visas. Wir haben in unserem Team etliche kompetente Steuerberater und Anwälte, die dich bei diesen Vorhaben unterstützen können. Und natürlich wird die Mandantenbetreuung bei uns auf Deutsch gemacht. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.